Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute ist ein guter Tag, ich habe frei, zwangsläufig. Das Wetter ist toll, aber eiskalt, es lohnt sich nicht rauszugehen und von daher bleibe ich heute indoor, werde hier indoor ein bisschen was erledigen und nutze es auch die Gelegenheit, auf die Schnelle 3 Videos zu machen. Ein Pfeifenvideo habe ich bereits gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es bereits hochgeladen ist oder ob ich es erst noch hochladen werde und wann. Also es wird hochgeladen werden, aber ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich habe mehrere Videos bereits vorbereitet und will die halt immer so sortieren, dass es für euch auch eine gewisse Abwechslung bietet. Ich möchte also nicht wochenlang nur Pfeifen vorstellen. Ich möchte auch nicht wochenlang nur Tabake vorstellen. Die Abwechslung macht's und von daher kann es sein, dass das Video jetzt, das aktuelle, vielleicht vor dem anderen Pfeifenvideo kommt, vielleicht auch danach. Ihr werdet es sehen. Wie dem auch sei, ich möchte euch heute eine Pfeife vorstellen und zwar geht es konkret um dieses Pfeifchen hier. So, ihr habt die Pfeife gesehen. Hier ist sie nochmal im Etui. Ist ja wie immer bei Meerschaumpfeifen Maß angefertigt, anders macht es keinen Sinn. In dem Etui, das habt ihr auf den Fotos ja auch gesehen, befindet sich die Pfeife. Und diese Pfeife hier, die hat eine ganz besondere Geschichte. Hier ist sie. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt denken, oh, die Pfeife, die kenne ich doch. Das ist doch die Meerschaum-Golf von Faun. Und jein, also ja und nein. Dies ist zwar begründet, aber dennoch nicht ganz korrekt. Aber auch nicht verkehrt. Tja, dann holen wir mal ein bisschen weiter aus. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da gab es einen jungen Pfeifenraucher. Dieser junge Pfeifenraucher hatte sich damals für nicht gerade wenig Geld von Faun die Golf-Meerschaumpfeife geholt. Golfballform, weiß, Acrylmundstück, Bernsteinfarben. Er hat diese Pfeife geliebt, er hat sie oft geraucht. Eines Tages dann ist unser junger Pfeifenraucher, wobei jung auch relativ ist, dahergegangen, hat die Pfeife dann nach dem Rauchgenuss reinigen wollen, hat das Mundstück abdrehen wollen, es macht Knack und der Holm war gebrochen. Tja, was hat unser Pfeifenraucher damals getan? Von Trauer übermannt hat er doch tatsächlich im Internet einen Nachruf auf diese geliebte Pfeife geschrieben und veröffentlicht. Auf einer Meinungsplattformseite, derer gab es ja damals mehrere, es gab ja Douyu, Ciao, Yopi, wo man halt eben Bewertungen zu allen möglichen Dingen abgeben konnte. Und so hat unser junger Pfeifenraucher damals vor über 20 Jahren den Nachruf geschrieben, die geliebte Pfeife ist kaputt, er trauert und wird sie ewig vermissen. Es sind einige Monate seitdem ins Land gegangen. Unser junger Pfeifenraucher ist dann etwas älter geworden. Mit 30 Jahren erhielt er dann irgendwann einen Anruf von seiner Mutter und es hieß, hier, du, da hat jemand aus der Türkei für dich angerufen. Er hat aber keine Nummer dagelassen. Er meinte nur, er hätte dich im Internet gesehen und er würde dir ein Päckchen schicken. Ja. Das war aber auch leider Gottes so die Zeit. Das Internet ist immer mehr im Vormarsch gewesen.
Da hat sich unser junger Mann gedacht, naja, wer weiß, wer das ist, keine Ahnung. Oftmals wurden ja Päckchen an jemanden verschickt, wo irgendein Billigprodukt für 1,50 Mark drin war, so ungefähr. Und es hieß dann ja, du hast es haben wollen, jetzt musst du es aber bezahlen, Wert, was weiß ich dann, 100 Mark. So, da war halt damals so eine Phase. Ich so, keine Ahnung, wer das ist, warten wir es mal ab. Irgendwann, ein paar Wochen später, erhielt der junge Mann wieder einen Anruf von seiner Mutter. Er war gerade unterwegs und es hieß so, ja, du, da ist ein Päckchen für dich aus der Türkei gekommen. Ich sagte, okay, auf dem Rückweg nach Hause komme ich bei euch vorbei und hole mir das Päckchen ab. Tja, gesagt, getan. Päckchen geholt, zu Hause ausgepackt und da hat mich der Schlag getroffen. Da war eben dieses Etui drin mit dieser Pfeife. Dazu ein handgeschriebener Brief. Also sinngemäß kann ich ihn noch wiedergeben. Lieber Lars, mein Name ist ich kann den Namen nicht aussprechen, aber es ist jedenfalls der Ort in der Türkei, wo die Meerschaumpfeifen hauptsächlich hergestellt werden. Und er meint dann so, ja, mein Name ist so und so, ich stelle die Meerschaumpfeifen Golf her. Und ich habe deinen Brief im Internet gesehen. Wir fanden es so schade, dass deine Pfeife kaputt ist und du so traurig bist. Deswegen schicken wir dir hier eine neue. Tja, das ist wie gesagt inzwischen etwas über 20 Jahre her. Das hier ist diese besagte Pfeife. Es ist daher in gewisser Hinsicht schon die Faun Meerschaum Golf, aber halt eben nicht von Faun, weil der weiße Punkt fehlt. Und es gibt noch einen kleinen feinen Unterschied. Bei der Faun Meerschaumpfeife Golf war der Holm ebenfalls mit kleinen Ornamenten versehen, durchgehend. Waren auch lauter kleine Pünktchen und so kleine Muster drin. Sah richtig schick aus, das hat die hier jetzt halt nicht, die ist hier glatt. Aber ansonsten, wenn man sich so das Pfeifchen hier so anschaut, ist es wirklich die Faun Golf Meerschaumpfeife. Und ich liebe diese Pfeife. Deswegen geht auch mein Dank hierbei nochmal zurück in die Türkei. Ich weiß ja nicht, ob der nette Herr, der mir die Pfeife geschickt und den Brief geschrieben hatte, wie gesagt, das ist inzwischen über 20 Jahre her, ob der das Video jetzt sieht, ob er noch am Leben ist. Ich weiß ja nicht, wie alt der Gute war. Aber ich fand das eine ganz, ganz tolle Geste. Bis heute wissen hiervon nur ganz wenige Leute, was damals war. Ein Pfeifenfreund, der gute Jan, fand die Geschichte total klasse. Und da hatte ich mir dann überlegt, ach, die Pfeife wolltest du doch früher oder später sowieso mal vorstellen. Also gibst du diese Geschichte hier einfach mal zum Besten. Weil diese Pfeife für mich in mehrfacher Hinsicht eine ganz besondere Bedeutung hat. Kommen wir zur Pfeife selbst. Warum heißt die Meerschaum Golf? Naja, ich glaube, die Frage kann sich jeder beantworten, der sich die Pfeife einfach mal ein bisschen genauer anschaut. Der kugelförmige Kopf erinnert tatsächlich an einen Golfball. Die Löcher sind ja bekannt. Dadurch hat diese Pfeife natürlich eine erstklassige Haptik. Man hat sie in der Hand, man kann hier mit der Rustizierung, mit der Musterung hier spielen, die fasst sich klasse an, die ist ein echter Traum. Das Füllvolumen ist ein mittleres, 1,5 Finger gehen rein, der Finger steckt fest, ist also wirklich ein mittleres Füllvolumen. Bogen 1A. Ihr seht es ja hier auch an der Farbgebung. Inzwischen hier ist sie ja schon ordentlich gelblich geworden. Ja, durch den Lichtanfall, die Wolken haben sich jetzt gerade vor die Sonne gesetzt. Sieht man es nicht mehr ganz so gut. Hier oben am Kopf sieht man ja auch die Verfärbung, hier am Holm die Verfärbung. Aber auch der Golfball selbst, vor allem hier, wenn man näher rangeht, ich hoffe, der Zoom macht es mit, in den Löchern, da wo das Material etwas dünner ist, wird halt auch alles mittlerweile so honiggelb, in dem Fall Blütenhoniggelb, also total wunderbar. Die Pfeife verströmt nach wie vor diesen berühmten Meerschaumduft. Wer schon mal eine Meerschaumpfeife gerochen hat, der kennt den Geruch. Sie lässt sich 1A rauchen und ist natürlich
Da es ja, wie gesagt, die Meerschaum von Pfauen sein soll, 9 mm gefiltert. Eine ganz, ganz tolle Pfeife, die ich jetzt schon unzählige Male unter Rauch hatte, versteht sich, und die auch nach wie vor weiterhin zu meinen Schätzen zählt. Das war es dann auch schon soweit von mir für heute. Vorstellung meiner namenlosen Golf-Meerschaumpfeife. Ich weiß leider nicht den Namen der Firma, die für die Produktion der Pfauen-Meerschaumpfeifen zuständig ist. Ich kannte hier, heißt glaube ich der Ort, wo das gemacht wird. Eine ganz tolle Pfeife, eine ganz, ganz tolle Geste, vor allem wenn man ja weiß, was Meerschaumpfeifen kosten. Und ich weiß, was mich meine Pfauenpfeife damals gekostet hat. Da reden wir nicht von einem niedrigen Betrag. Und dass dann wirklich aus freien Zügen einem Pfeifenraucher dann so ein Geschenk gemacht wird, um über den Tod oder über den Verlust seiner geliebten Golf-Meerschaumpfeife hinwegzutrösten, das ist schon ganz, ganz großes Kino. Also ich fand es richtig klasse. Ich bin dem Herrn auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, weil er hat mir mit das größte Geschenk gemacht, das man sich vorstellen kann. Ja, bleibt nicht viel zu sagen. Ihr kennt ja das Spielchen. Da unten Kommentare. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie gefällt euch denn die Pfeife? Was haltet ihr von der Geschichte, die mit dieser Pfeife hier verbunden ist? Habt ihr vielleicht selbst von Pfauen die Golf-Meerschaumpfeife? Könnte ja sein. Bin mit Sicherheit nicht der Einzige. Wie sind eure Erfahrungen damit? Lasst es mich einfach wissen, in gewohnter Weise. Ihr wisst ja, ich werde auf jeden Fall darauf reagieren. Und von daher jetzt zum krönenden Abschluss, in gewohnter Weise, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken, mit euren Geschichten. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall bald wieder hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.